Du Frank, du arbeitest so ziemlich viel mit Beton. Wie würdest du das machen? Beton, das ist, was Sie vielleicht nicht wussten, ist auch mein Spitzname hier. Ja, das ist eine Frage, die ich relativ häufig zu hören bekomme und meistens geht es dann um die Umsetzung von irgendwelchen privaten Bauprojekten. Ich habe erst kürzlich mit einem Bekannten gesprochen, der ist jetzt mit dem Hausbau fertig und jetzt geht es mit der Außenanlage und mit dem Garten weiter. Da hat er 2 Mauern, die das Grundstück begrenzen und die sind zusammen 24 Meter lang. Das ist eine ganz schöne Länge und dafür braucht er jetzt Abdecksteine. Jetzt hat er sich dann im Internet umgeschaut, er möchte solche Betonsteine, die wie so ein Satteldach zulaufen und dann hat er gesehen, ja, da kostet ein Stein mit einer Länge von 50 cm und einer Breite von 30 cm ganze 18 €. Und das bedeutet, nur die Mauerabdeckungen würden ihm 864 € kosten. Und das war ihm zu teuer und daher komme ich jetzt ins Spiel. Und ich zeige euch heute, wie man das für einen Bruchteil von diesem Preis herstellen kann. Leg mal los. Es wird diesmal eine extrem einfache Schalung. Die bauen wir hier wie immer aus so beschichteten Spanplatten. Und das sind hier noch solche Reste, die ich von alten Projekten noch rumstehen habe. Ich schmeiße halt zum Glück nichts weg, weil ihr wisst ja, die Preise für Holz, die sind auch nicht mehr wirklich günstiger geworden. Die normalen Abdeckplatten haben ja eine Länge von 40 cm. Wir machen es aber doppelt so lang, nämlich 80. Ja, das passt, das können wir verwenden. Und warum mache ich die Abdeckung länger? Ganz einfach, auf solchen langen Längen, da schaut es einfach besser aus, wenn man große Platten hat, weil man dann im Endeffekt auch deutlich weniger Stoßfugen hat. Nämlich genau nur die Hälfte. So, mit dem Zuschnitt sind wir durch und das ist bei dem Projekt auch hier diesmal die meiste Arbeit. Die beiden Bretter, die später in der Schalung liegen werden, habe ich hier im 10-Grad-Winkel zugeschnitten. Das habt ihr ja gesehen, auf beiden Seiten und damit kriegt man dann hier später die Schräge hin. Bei Abdeckplatten und Fensterbänken im Außenbereich sollte man auf jeden Fall unten immer eine Tropfkante anbringen, dass das Wasser so seitlich abtropfen kann und nicht unter die Platte läuft. Und da müssen wir natürlich auch irgendeine Aussparung jetzt in die Schalung reinbauen. Ich habe mir dafür solche 10 mm starken Metallstäbe besorgt und da will ich jetzt was reinkonstruieren in die Schalung, was später dann als Aussparung dient. Ja, mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwar werde ich mir die so längs in die Schalungsform legen und dann kann man bis zur Oberkante betonieren und kann sie dann später wieder rausnehmen. Ich denke, das ist eine ziemlich elegante Lösung. Oder fällt euch eine bessere Lösung ein? Ich bohre jetzt hier ein 10er Loch und dann müsste man die Stange eigentlich genau einpassen können. So, jo, das passt. Den Korpus für die Schalungsform habe ich mir hier schon mal montiert. Das ist keine große Sache, ein einfacher Kasten. Und da werden jetzt die Bretter hier eingesetzt, die wir uns im Winkel zugeschnitten haben. Jo, das passt ausgezeichnet. Saubere Sache. Jetzt machen wir nur noch eine kleine Silikonfuge an die Stöße und dann haben wir es doch auch schon. Ich trage hier zuerst wieder ein bisschen Wachs auf, weil dann lassen sich nämlich die Überstände von dem Silikon wieder ganz einfach entfernen. Aber das kennt ihr ja schon. Es taucht übrigens immer wieder mal die Frage auf, ob die Silikonfuge dann durch das aufgetragene Wachs in der Schalung zum Betonieren auch richtig hält. Ja, die Antwort ist ja, weil sonst würde ich es ja nicht immer wieder so machen. Und hier seht ihr das ja dann auch ganz gut. Die Silikonfuge löst sich einfach, aber nicht von allein ab. So Leute, das war schon mit dem Schalungsbau. Kein Problem, würde ich sagen, habt ihr ja gesehen. Und ich trage jetzt auf die Oberfläche noch ein Trennmittel auf und dann sind wir auch schon fertig. Also müsst ihr zugeben, das bekommt wirklich jeder hin. Auf die Metallstäbe machen wir auch noch ein bisschen Trennmittel drauf, dann kann der Beton da auch nicht anhaften. Zum Betonieren verwende ich eine ganz günstige Beton-Estrich-Fertigmischung aus dem Baumarkt.
3,20 € der Sack. Also nach meiner Berechnung brauchen wir ca. 22 bis 23 Kilo. Das bedeutet nicht mal einen Sack. So, dann legen wir mal los mit dem Gießen. Jetzt ziehen wir das Ganze noch ein bisschen glatt und dann sind wir auch schon fertig. So Leute, bei den aktuellen Temperaturen kann man schon nach 24 Stunden ausschalen. Ihr seht, das erste Mal in dem Jahr mit T-Shirt in der Werkstatt unterwegs und die Metallstäbe, die habe ich gestern Abend schon ausgeschaltet, wo der Beton noch nicht ganz ausgehärtet war, aber dann hat man auch keine Probleme mit dem Ausschalen gehabt. Dann hat man hier unten keine Ausreißer. Hat dann ganz einfach funktioniert. So, jetzt schalten wir die Mauerabdeckung mal aus. Also mit dem Ergebnis bin ich top zufrieden. Die Oberfläche schaut super aus, deutlich besser als bei den gekauften, weil sie komplett glatt ist. Und jetzt kann man noch 2-3 Tage warten, kann dann noch eine Imprägnierung auftragen, wenn man das will. Und dann ist die Platte fertig. Ja, das ist richtig gut geworden. Und die Schalung, die ist auch innerhalb von einer Minute wieder zusammengebaut. Da kann der Kollege dann in die Massenproduktion gehen. Das hat so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Super, echt super. So, dann haben wir noch ein ganz kurzes Fazit von mir zum Einsparpotenzial von diesem Projekt. Ihr habt gesehen, so eine Platte kann man theoretisch unter 3 € herstellen, Materialpreis, wenn man die Schalung jetzt abzieht, weil die Schalung, die kann man immer wieder verwenden. Und mein Kumpel, der müsste so 864 € zahlen, war es glaube ich gewesen, haben wir ausgerechnet gehabt. Und so kann er die ganze komplette Mauerabdeckung für unter 100 € herstellen. Natürlich muss man, wenn man so viele Platten benötigt, ist es ratsam, wenn man sich mehrere Schalungen baut, so 3, 4 und dann ist man auch ganz schnell durch. Also ja, man muss halt gewillt sein, die Zeit zu investieren und jetzt höre ich schon wieder die ganzen BWL-Fuzis, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber Frank, ja, du musst doch auch deine Zeit rechnen, die kostet doch auch Geld. Nee, muss man nicht, weil die Zeit kostet nur, wenn man selbstständig ist und in der Zeit mehr Geld verdienen kann. Aber das sind die meisten ja nicht. Und dieses Video richtet sich an Leute, die auch ein bisschen Spaß haben, was selber zu machen, Spaß haben am Heimwerken und dadurch ein bisschen Geld sparen wollen. Alle anderen sollen sich die Platten gern kaufen. Das ist mir letztendlich egal. Ja, so, es hat funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet und dann sehen wir uns beim nächsten wieder zu neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.